Im Airbus A380 von Frankfurt nach Singapur. Auf diesem Flug sind im Cockpit die Frauen in der Überzahl. Als Kind war es mein Traum, den Jumbo zu fliegen. Da gab es den 380 halt noch nicht und jetzt habe ich meinen Traum erfüllt, den 380 zu fliegen. Also das ist einfach toll. Gut 10.000 Kilometer bis Singapur. Dafür müssen zuvor mehr als 170 Tonnen Kerosin getankt werden. Das hier ist das Refueling Panel, dort wo der Tanker einstellt, wie viel Sprit wir mitnehmen wollen. Mit knapp 500 Passagieren an Bord ist LH778 fast ausgebucht. Von der Economy bis zur First Class. Insgesamt 21 Flugbegleiter umsorgen die Reisenden. Es gibt heute wie immer Kaviar in der First Class mit den traditionellen Beilagen, Zwiebeln, Ei, Zitrone. Die Mischung aus Teamwork, Technik und großer weiter Welt sorgt dafür, dass Fliegen nicht zur Routine wird. Jeder Flug ist ein anderer, kein Tag gleich dem vorherigen. Und diese Kombination an Verschiedenheit, die finde ich unheimlich toll. Fast 12 Stunden ist die A380-Crew unterwegs. Auch die Besatzung muss mal Pause machen. Wir haben 12 Kojen insgesamt und ansonsten sind die meisten aber wirklich so weit, dass sie sagen, okay, die Zeit machen wir die Augen zu und wir schlafen. Flughafen Frankfurt. In der Lufthansa-Basis bereitet sich die Crew eines Airbus A380 auf ihren Einsatz vor. Das Ziel ist Singapur. Heute im Cockpit First Officer Antje Schäper, Senior First Officer Stefanie Bub und Flugkapitän Joachim Schwarzenberg. Flieger ist da, Shanghai. Wir sind pünktlich gerechnet, haben allerdings 8 Minuten Luft, was jetzt nicht so arg viel ist, bei 11 Stunden 40 Flugzeit. Genau. Und wir eventuell ein bisschen um Gewitterwolken rumfliegen müssen. Ein bisschen kreisen müssen, genau, aufgrund des Wetters. 174 Tonnen Sprit. Der Flug ist lang. In 11 Stunden und 40 Minuten werden die Lufthanseaten knapp 10.300 Kilometer zurücklegen. Auf dem Weg sind die Bedingungen sehr gut. Wir haben nur eine kurze Zone nach ungefähr 6,5 Stunden, wo es vielleicht mal wackeln könnte. Wo die Gäste aber hoffentlich schlafen und nicht viel von mitbekommen. Und für Singapur selbst ist das Wetter halt wie so, das zur Jahreszeit ist. Es quält ein bisschen, könnte hier und da mal ein Schauer durchziehen, aber dafür haben wir dann die eben erwähnten 174 Tonnen dabei. Heute haben wir gesagt, aufgrund der etwas labilen Wetterlage nehmen wir ungefähr eine halbe Stunde mehr Sprit mit, um das aussitzen zu können. Die Frau Schäper sitzt vorne rechts, die wird den Flug durchführen. Der Herr Schwarzenberg, der Kapitän, sitzt standardmäßig vorne links. Und ich sitze hinten in der Mitte und beobachte und gebe laut, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sein soll. Ansonsten bin ich eher zurückhaltend auf meinem Weg. Ja. Nebenan sind die Vorbereitungen der Kabinenbesatzung bereits in vollem Gange. Der heutige Flug ist fast ausgebucht. Wir haben einige Special Meals. Es geht das bunte Programm. Also wir haben Kinderessen bestellt, wir haben vegetarische Essen bestellt, wir haben spezielle Essen bestellt, wo Passagiere aufzahlen, um ein aufgewertetes Gericht zu bekommen, was wir dann direkt natürlich zu denen einen Platz bringen. Also darauf müssen wir achten, natürlich im Briefing sozusagen, was wir an Bord jetzt mit unserem Catering-Agenten machen, dass das da ist und nachher dann auch zum Gast bringen. Hallo zusammen. Michael, grüß dich. Hi. Joe Schwarzenberg. Hallo. Joe Schwarzenberg. Ja, ihr Lieben, nochmal ganz herzlich willkommen zu unserem Kurzausflug nach Singapur. Wann immer wir Turbulenzen bekommen, und das kann ja auf so einem langen Flug immer sein, bei 11 Stunden 40, das ist damit auch die Flugzeit, ist es so, dass wir am besten stehen, wenn wir mit dem Flugzeug eins sind. Das heißt, wenn ihr euch einfach oben am Headdeck abstützen könnt, ja, dann habt ihr eine Hand, seid fest verbunden, ist eine gerade Linie bis zum Boden und ihr könnt euch wirklich gut halten. Wenn ihr euch nur so auf den Sitzen festhaltet, werdet ihr immer ausgehebelt und fallt wieder runter. Also denkt einfach daran, damit habt ihr sogar noch eine Hand frei, mit der ihr vielleicht den Wagen, wenn ihr dann gerade seid, auch ein bisschen manövrieren könnt. Und das ist dafür da, dass ihr erstmal an euch zuerst denkt, an eure Sicherheit zuerst denkt. Und das ist mir wichtig. Auf dem Flug nach Singapur werden sich insgesamt 21 Flugbegleiter um das Wohl der knapp 500 Passagiere kümmern.
Das Flaggschiff der Lufthansa hat eine 4-Klassen-Konfiguration mit Economy, Premium Economy, Business und First Class. Noch 55 Minuten bis zum Abflug. First Officer Antje Schäper wird in Frankfurt starten.